Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Silvesterspezial aus der Aquarellwerkstatt. Wie ihr sicherlich wisst, sind wir hier ein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell mit Videos im 14-tägigen Abstand. Im Laufe der Zeit ist die Aquarellwerkstatt ein richtiges Familienunternehmen geworden. Wenn zu Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt, wird natürlich gefeiert und wir genießen das Zusammensein mit der großen Familie. Oft sind wir draußen am Meer, gehen spazieren und lassen uns den Wind um die Nase wehen. Meine beiden Kinder, Clara und Bela, unterstützen mich auf vielfältige Weise in meiner Arbeit für diesen YouTube-Kanal. Und so nutzen wir diesen Strandausflug natürlich auch, um über neue Projekte und Ideen für unsere Arbeit hier auf YouTube zu sprechen. Mein Sohn Bela werden die treuen Kanalbesucher hier schon kennen. Wir haben im vergangenen Jahr die Porträtreihe gemeinsam gemalt und Bela schneidet und bearbeitet die YouTube-Videos. Neu im Team ist meine Tochter Clara. Sie hilft mir vor allem bei den Malreisen und sie hat mir auch den ganz neuen Online-Shop für meine Originalbilder gebaut. Im kommenden Gespräch erzählen wir euch darüber noch etwas mehr. Hallo hier aus der Aquarellwerkstatt. Es ist ja schon eine kleine Tradition bei uns im Kanal, dass wir zu Silvester einen kleinen Extrafilm machen, in dem wir euch ein bisschen erzählen, was in der Aquarellwerkstatt so hinter den Kulissen los ist. Heute habe ich meine beiden Was denn hättest du sogar noch nichts gesagt? Mitarbeiter. Ach so. Im Video im letzten Jahr habe ich mit Bela zusammen darüber gesprochen, wie es in der Aquarellwerkstatt begonnen hat. Und heute gibt es wiederum einen kleinen Rückblick aufs vergangene Jahr, aber auch einen Ausblick. Wie ihr am Anfang schon gesehen habt, ist Clara jetzt im Team auch mit dabei und wir werden gleich über ihre Aufgaben auch sprechen. Jetzt habe ich aber erst ein paar Fragen an Bela. Bela, die letzte Nachricht hier auf dem Kanal war ja, die wir von dir hatten, dass du dein Abitur ganz erfolgreich geschafft hast letztes Jahr. Und wie ist es denn jetzt für dich oder wie geht es jetzt für dich weiter? Naja, wie ist es für mich weitergegangen? Wohl eher, ne? Ich bin jetzt ja schon fast ein halbes Jahr, bin ich umgezogen nach Süddeutschland und die Videos beeinträchtigt das jetzt ja eigentlich nicht groß. Man kann das ja ganz einfach im Homeoffice erarbeiten, sage ich mal. Schneiden kann ich ja von überall, da muss ich ja nicht hier zu Hause sitzen. Also muss man sich so vorstellen, dass die Daten tatsächlich, ich drehe ja den Film in Kiel und dann werden die Daten übertragen, eine ziemlich weite Strecke, einmal quer durch Deutschland und du bearbeitest dann so den Film, so wie du es früher auch gemacht hast. Genau, wir unterhalten uns ja immer trotzdem noch ein bisschen, das kann man ja ganz einfach online machen. Und dann lade ich den halt von Süddeutschland hoch, anstatt von hier oben. Aber das ist ja im Endeffekt egal, von wo er ins Netz gestellt wird. Ne? Genau. Und warum bist du denn so weit weggegangen nach Süddeutschland und was machst du da? Ja, also ich wollte Medieninformatik studieren. Und es gab halt jetzt nicht super viele Orte in Deutschland, wo man genau diesen Studiengang gut studieren kann. Und dann habe ich mich im Endeffekt auch noch aus anderen Gründen für Süddeutschland eben entschieden, in Baden-Württemberg. Und ja, so ist es halt dazu gekommen. Was soll ich dazu noch groß sagen? Okay, gut. Ja, so ist es nun dazu gekommen, dass 2 von meinen 4 Kindern sehr weit weg studieren in Süddeutschland. Und umso mehr freue ich mich, wenn wir an Weihnachten dann doch wieder alle zusammen an einem Tisch sitzen. Clara studiert auch in Baden-Württemberg, etwas länger als Bela schon, und unterstützt mich seit 2025 in der Aquarellwerkstatt. Wir haben unseren YouTube-Kanal im letzten Jahr etwas umgestellt. Es gibt ein paar Veränderungen. Unter anderem haben wir begonnen mit den Shorts. Clara, was ist ein Short überhaupt und warum brauchen wir das eigentlich auch? Genau, seit Anfang des Jahres machen wir ja jetzt auch Shorts auf YouTube. Das ist, wie der Name schon sagt, einfach ganz kurze Videos in einer extra Kategorie. Und da laden wir zweimal die Woche, lade ich das Video hoch auf YouTube und wir geben euch da eben nochmal ein paar extra Einblicke in das Geschehen der Aquarellwerkstatt. Oft sind es auch Skizzenbucheinträge, die du dann abgefilmt hast oder wie ein Aquarell entsteht. Dann natürlich im Zeitraffer, ganz schnell. Und ich weiß nicht, wie ist das? Macht ihr auch. Ich schaue diese Shorts ja nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist es auch so, dass du so ein bisschen Behind the Scenes manchmal machst, dass du da so ein bisschen Ja, was haben wir auch drauf dabei. aufgenommen Ne? hast? Wir haben auch von Reisen Impressionen mit dabei. Wenn ich Malreisen mache, dann gibt es mal einen Überblick. Das ist auch mit dabei. Und wir überbrücken einfach mit diesen Shorts immer die Zeit. 14 Tage sind ja immer zwischen den Videos. Neuerdings, das haben wir auch im letzten Jahr umgestellt. Wir hatten vorher ja einen wöchentlichen Turnus. Und für mich war es
schwierig geworden, jede Woche ein Video zu produzieren, herzustellen, zu recherchieren, zu malen. Ich habe gemerkt, das ist für meine eigene künstlerische Arbeit einfach zu viel gewesen. Wir haben es geändert. Es gibt nun jetzt also alle 14 Tage ein neues Video, aber es gibt in diesem Video etwas mehr für alle, die uns hier in unserer Arbeit auf YouTube unterstützen. Bela, wolltest du das mal erklären? Was hat sich geändert mit den Videos? Ja, also zudem, dass es jetzt eben nur noch ein Video alle 2 Wochen ist, haben wir das so geändert, beziehungsweise nicht geändert. Für alle Abonnenten des Kanals ist ganz normal dieses Video eben jetzt alle 2 Wochen. Aber das Video ist so vom Schnitt her gleich geblieben, da versuche ich nicht viel zu ändern. Nur eben, dass für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt jetzt noch so eine extra Übung immer bei jedem Video dabei ist. Die geht dann meistens nochmal so 10, 15 Minuten. Und dass das Video wesentlich weniger geschnitten ist für die Unterstützer. Also dass da wirklich einfach der gesamte Malprozess mit drin behalten ist. Und die Videos gehen dann auch schon mal bis zu einer Stunde ran. Und da muss man dann schauen, kann man sich dann ja aufteilen. Das heißt dann für dich, dass du alle 14 Tage 2 Videos schneiden musst. Ist das richtig? Ja, also man darf das nicht unterschätzen, nur weil das heißt, dass ich das Video weniger schneide, beziehungsweise dass es länger ist, heißt es nicht unbedingt, dass ich es weniger schneide. Die Schnitte in dem längeren Video, was jetzt eine Stunde geht, sind trotzdem noch ähnlich zu denen von dem kurzen. Also da wird auch immer noch viel Arbeit reingesteckt. Und es sind quasi 2 Videos. Ich baue dann immer auf dem ersten Video auf. Ich baue quasi zuerst das lange Unterstützervideo und dann schneide ich eben diese Teile raus und mache das noch so ein bisschen kürzer, kompakter, dass es für so eine normale YouTube-Länge von 10 bis 20 Minuten dann passt. Für mich hat sich ja geändert, dass ich jetzt immer beim Malen die Audio gleichzeitig drauf spreche. Also während des Malprozesses muss ich dann auch noch die Sprache unterbringen. Ich kommentiere meinen eigenen Malprozess. Das war früher anders. Da habe ich das erstmal in aller Ruhe gemalt und die Audio später drauf gesprochen. Und das ist jetzt anders und deshalb kommt es eben dazu, dass ich ab und an nicht so ganz sinnvolle Sätze auch sage. Ich glaube, und da hat der Bela dann doch nochmal viel Arbeit, das so zurechtzuschneiden, dass ihr auch vernünftig versteht, was ich sagen will. Für die Unterstützer-Community sind wir sehr, sehr dankbar. Ihr ermöglicht es uns, den YouTube-Kanal nach wie vor werbefrei zu halten. Normalerweise verdient man als YouTube-Creator durch die Werbung, die innerhalb der Filme geschaltet wird. Darauf haben wir bewusst verzichtet, weil ich finde, so ein Malprozess sollte nicht durch Werbung unterbrochen werden. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen und dann auch in den Genuss der langen, ungeschnittenen Videos, wobei wir jetzt ja gehört haben, so ganz ungeschnitten sind sie nicht, aber der langen, etwas aufbereiteten Videos und der extra Übung zu kommen. Unter dem Video findet ihr wie immer den Link zu Steady Deine Unterstützung. Dort könnt ihr euch über die verschiedenen Pakete der Unterstützung und Möglichkeiten informieren. Eine andere Neuerung im letzten Jahr, die mich sehr gefreut hat, ist der Online-Shop, den es ganz neu für meine Original-Aquarelle gibt. Und diesen Online-Shop hat die Clara mir gebaut und ich muss sagen, ich selbst hätte das überhaupt nicht leisten können. Das war, glaube ich, sehr viel Arbeit, oder? Ja, das war schon, würde ich sagen, jetzt mein größtes Projekt dieses Jahr bei der Aquarellwerkstatt. Ich glaube, ich habe Ende April ungefähr oder im April ungefähr angefangen zu recherchieren, wie man sowas aufbauen kann, mit welchen Tools und dann ganz viel gelernt, wie das geht. Und Ende Oktober haben wir den Shop, glaube ich, dann online gestellt. Und wir hatten ziemlich viele Videocalls zwischendurch, um uns abzusprechen, Du hast mir Vorschläge gemacht, das Design betreffend und ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und mir überlegt, was gefällt mir. Also das war eine tolle Zusammenarbeit und letztendlich ist dann der Online-Shop so, wie er jetzt ist. Wann ist der hochgeladen worden? War das Anfang November? Ja, ich glaube Ende Oktober, Anfang November. Genau. Und die Idee hinter dem Online-Shop ist, dass ihr, wenn ihr euch für Original-Aquarelle interessiert, diese kaufen könnt ohne eine Galerieprovision und ohne eine Ausstellungsbeteiligung. Also quasi ein Atelierverkauf direkt von mir zum Aquarellliebhaber. Was passiert denn, wenn man sich jetzt für ein Aquarell entscheidet und das kaufen möchte? Genau, dann kann man im Shop das Aquarell kaufen, drückt auf Kaufen. Nice. Ja, das war eine dumme Frage. Okay. Angenommen, ich habe im Shop was Schönes gefunden. Wie
kommt dann das Bild zu mir nach Hause? Ja, das dauert gar nicht lang. Also wenn man sich im Shop zurechtgefunden hat, die einzelnen Kategorien durchgestöbert hat und was Schönes für sich gefunden hat oder auch als Geschenk, dann genau kauft man das Bild und kriegt direkt von Shopify eine automatisierte Nachricht, dass alles geklappt hat. Und wenig später, also meistens auch am gleichen Tag oder einen Tag später, kommt dann auch nochmal eine persönliche Nachricht von uns als Bestätigung eben, dass der Kauf geklappt hat, und dann ja, wird das Bild hier verpackt und in den nächsten Tagen zur Post gebracht. Das steht dann auch in der E-Mail drin, wann das der Fall sein wird, und genau, bekommt dann auch eine Sendungsverfolgung Und bisher sind alle Bilder ganz sicher bei den Kunden auch angekommen. Wie ist es mit Käufen aus dem Ausland? Genau, das ist aktuell noch nicht möglich. Aktuell haben wir nur den Markt Deutschland eingeschaltet. Also es können aktuell nur Kunden aus Deutschland bei uns im Shop einkaufen. Aber das werden wir vielleicht dann auch als nächstes kleines Projekt dann nochmal umstellen. Dass auch aus der Schweiz, Österreich vor allem ihr auch Bilder kaufen könnt. Genau, und falls ihr dazu noch irgendwie Fragen habt oder irgendwas unklar ist, gibt es auf der Seite auch ein Kontaktformular, wo ihr dann an uns eine Nachricht schreiben könnt, und dann werden wir euch auch weiterhelfen und die Frage beantworten. Der Shop wird ständig aktualisiert, und wenn ich hier auf dem Kanal ein schönes Bild male oder auch unterwegs oder auch in meinem Atelier, dann werde ich das aktuell auch in den Shop stellen lassen. Meine Pinselkollektion ist übrigens nicht über den Shop bestellbar. Die Pinsel gibt es nur exklusiv für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt. Die Arbeit hier im YouTube-Kanal ist ja ungefähr nur ein Drittel meiner eigentlichen Arbeit als Künstlerin. Ein zweites Drittel meiner Zeit verbringe ich im Atelier und male meine eigenen Bilder. Und das letzte Drittel arbeite ich als Aquarelldozentin und Lehrerin. Die großen Malreisen ins europäische Ausland sind immer ein besonderes Highlight für mich im Maljahr. Clara unterstützt mich auch hier in der Vorbereitung, in dem E-Mail-Verkehr mit den Veranstaltern, oft ja auf Englisch. Mein Englisch, wie ihr wisst, ist nicht so besonders gut. Und da gibt es auch im nächsten Jahr wieder tolle Malreisen zu entdecken. Clara, auf welche Malreise würdest du denn am liebsten mitkommen? Wir haben anzubieten nächstes Jahr die Schweiz, Schweden, Toskana, also zweimal Italien, glaube ich sogar, Venedig und Toskana. Nach Südfrankreich geht's. Was würde dir da am besten gefallen? Ja, eine schwierige Frage. Ich würde am liebsten bei allen mitkommen. Ich reise ja auch sehr gerne Ja. privat. Aber ich würde wahrscheinlich ja, auf jeden Fall mit in die Toskana kommen. Da habe ich auch am meisten mitgearbeitet. Das ist ja bei den Malreisen immer so, dass man auch viel recherchieren muss im Vorfeld. Entweder man guckt selber nach Unterkünften, nach Orten, wo es eben schön sein könnte, mit euch zu malen. Oder manchmal haben wir auch den Fall, dass die Unterkünfte auf uns zukommen. Das war jetzt in Florenz tatsächlich, hatten wir das Glück, dass die Unterkunft sich bei uns gemeldet hat, die Locanda. Und genau, da war ich im Austausch eigentlich das ganze Jahr über. Natürlich auch immer im engen Austausch mit dir, und wir waren ja auch vor Ort schon im November, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Florenz und eben auch die Toskana, die Locanda ist wunderschön, also da würde ich mich freuen, ja, nochmal mitzukommen, aber auch die anderen Reisen klingen alle sehr toll, und genau, ich unterstütze dich da auch gerne dann als Reisebegleiterin. Ich mag das ja auch selber total gerne, also Reisen zu planen und dann auch irgendwie Tagesabläufe zu planen, was man wann unternehmen kann. Ja. Und ich spreche auch viele Sprachen, lerne gerade Italienisch, von daher. Passt Ja. wunderbar für uns. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Es gibt noch ein paar wenige Restplätze in den Reisen. Schaut gerne auf meiner Website, auch die verlinke ich euch unter dem Video. Vielleicht seid ihr dann ja auch mit dabei. Ja, vielen Dank euch beiden für die interessanten Einblicke und Ausblicke ins nächste Jahr. Wir sehen uns hier schon am Samstag wieder, wenn ihr wollt, mit dem nächsten regulären Video. Wer Lust hat, kommt jetzt mit mir nochmal hoch ins Atelier. Da gibt es eine kleine Roomtour durch meinen Arbeitsraum. Und wir sagen jetzt hier erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen in meinem Arbeitszimmer. Also so richtig viel gibt es hier nicht zu sehen, aber euer Wunsch war, dass ich mal zeige, wie ich arbeite, wenn ich keine YouTube-Filme drehe. Denn die YouTube-Filme drehen wir in einem extra separaten Zimmer, wo die Scheinwerfer, die Kamera und das alles aufgebaut ist.
Auf Instagram laufen ja gerade die Reels mit meinen Sketchbook-Tours für dieses Jahr und deshalb arbeite ich im Moment sehr viel in den Skizzenbüchern, um die noch aufzufüllen. Das ist immer so die Arbeit des Winters. Es gibt in den Skizzenbüchern immer viele Seiten übers Jahr, so wie hier zum Beispiel, wo einfach nur eine Bleistiftskizze ist und ich das vor Ort nicht geschafft habe, die Farbe dran zu geben. Und deshalb sitze ich dann im Winter und mache die Bilder komplett. Und ich möchte euch ja auf Instagram die Skizzenbücher zeigen in den nächsten Tagen. Da gibt es so einiges zu sehen. Hier ist das Samos-Skizzenbuch und deswegen wird jetzt hier relativ viel am Skizzenbuch gearbeitet. Hier male ich aber auch meine größeren Bilder. Ihr kennt das. Ich habe dieses Malbrett dann hier und darauf kommt ein großes Brett. Diese Bretter stehen da hinten in der Ecke, habe ich in verschiedenen Größen. Und dann werden hier auch die großen Bilder gemalt. Das findet alles auf diesem Tisch statt. Es gibt noch 2 andere Tische, wo Arbeitsutensilien sind. Wir zeigen euch gleich nochmal meine etwas chaotische Farbsortierung. Seht ihr da hinten. Und ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Normalerweise sieht es noch rumpeliger aus hier, aber das ist das kreative Chaos, was ich auch brauche zum Arbeiten anscheinend. Andererseits finde ich es auch immer ganz schön, wenn mal aufgeräumt ist. Hier seht ihr nochmal meine Palette, die Pinsel und meine Farbtuben. Meistens sind die Farbtuben auf dem Tisch verteilt, sodass ich jederzeit dann die richtige finde. Hier habe ich mich jetzt bemüht, einmal ein bisschen nach Farben zu sortieren. Viel Fachliteratur, das ist ja klar. Ich habe sehr viele Bücher über Aquarellmalerei und hier seht ihr meine Skizzenbücher. Das ist jetzt nur ein Teil der Skizzenbücher, die anderen sind unten im Filmzimmer und ja, so sieht es bei mir im Arbeitszimmer aus. Überall in jeder Nische im Haus verteilt stehen Bilderrahmen. Das ist immer, wenn eine Ausstellung vorbei ist, dann muss man ja sehen, wo man die übrig gebliebenen Bilder lagert. Diese 2 Gerätschaften hier sind meine Tageslichtlampe, die ich wirklich sehr schätze, die im Winter, wenn es dunkel ist, wirklich tolles Tageslicht zum Arbeiten macht. Und dieses schwarze Gerät hier ist der Galgen, den ich benötige, um mit dem Handy dann meine Reels und Videos aufzunehmen von oben direkt aufs Skizzenbuch. So kann ich das dann ganz gut abfilmen, was ich aktuell male. So, das war's für dieses Jahr aus der Aquarellwerkstatt. Ich sage euch jetzt zum 2. Mal Tschüss, wünsche euch ein schönes Silvesterfest und einen guten, gelungenen Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und uns gewogen. Wir sehen uns demnächst hier auf dem YouTube-Kanal wieder. Bis dahin. Tschüss!